Heute machen wir ein Hähnchenbrustfilet auf französische Art. Und wie das geht und wie das schmeckt, das könnt ihr in diesem Video sehen. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, bei Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Das Hähnchen, das wir heute zubereiten, Hähnchenbrustfilet, das wird in Ei paniert und dazu werden wir grüne Bohnen machen im Speckmantel. Immer lecker, immer lecker. Grüne Bohnen im Speckmantel, ein paar Kartoffeln dazu und das Hähnchen wird, wie gesagt, in Ei paniert. Dazu machen wir eine leckere Soße, ein bisschen mit Zitrone und Zwiebeln. Und damit fangen wir jetzt mal an. Als erstes bereiten wir uns die Bohnen vor. Das sind hier Prinzessbohnen. Die werden kurz in kochendes, gesalzenes Wasser geworfen und für 4 Minuten, 5 Minuten sprudelnd gegart. Und dann rausgenommen und im Eiswasser abgeschreckt, blanchiert. Und dann wickeln wir die ein. Ich habe hier einen Geflügelbacon. Der schmeckt gut, hat aber deutlich weniger Fett. Und dann stellen wir die Sache beiseite und später werden wir das dann auf der Pfanne braten. Die Kartoffeln werden einfach geschält, in Stücke geschnitten und so 15 bis 18 Minuten gekocht, sodass die gar sind. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sollte euch das Video gefallen, gebt mir doch einen Daumen hoch. In das Wasser für die Bohnen habe ich eine gute Prise Salz gemacht und Bohnenkraut, so ungefähr 2 Teelöffel, 3 Teelöffel. Und da gebe ich jetzt die Bohnen rein. Und die dürfen jetzt so 4 Minuten etwa im Wasser kochen. 4 Minuten sind vorbei. Dann kommen jetzt ins Eiswasser. Die grünen Bohnen sind fertig. Und da nehmen wir uns jetzt eine Scheibe Geflügelbacon. Legen da so ein paar Prinzessbohnen rein und drehen das einfach zu einem Päckchen zusammen. So, das sollte reichen. Und pro Portion rechne ich so mit 3 so eine Päckchen. Die Hühnchenfilets, die werden jetzt so, halbiert mit so einem Butterfly-Schnitt, heißt der. Und dann aufgeklappt und dann werden die plattiert. Und zwar ist das alles gar nicht so schwer. Man schneidet hier einfach so in der Hälfte rein, klappt die so ein bisschen auf, schneidet, bis man sie wirklich so flach hinlegen kann. Nicht durchschneiden, damit das ein Stück bleibt. So, das sind Riesenteile hier. Zweite auch gleich. So. Genau. Und jetzt kommen die irgendwie zwischen 2 Klarsichtfolien oder ich nehme hier so einen Tiefkühlbeutel und dann werden die, ich nehme immer die flache Seite, bisschen plattiert, dass die so ungefähr fingerdick sind, also ein bisschen dünner halt. Die Folie hat im Übrigen 2 Vorteile. Zum einen wird das Fleisch so ein bisschen geschützt, damit es nicht so völlig zerflettert und wirklich tatsächlich nur so ein bisschen platter wird. Zum zweiten, ihr braucht euer Küchenhammer oder wie man das Ding hier auch nennt, nicht waschen, weil der berührt kein Fleisch. Die Hähnchenbrustfilets werden gesalzen. Bisschen Salz und gepfeffert. Das Hähnchen wird in Mehl und dann in Ei paniert. Das Ei, das werden wir uns mit so einem halben Bund Petersilie anreichern und das wird schön
am Hähnchen dann dran kleben und gibt ein ganz tolles Aroma. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Die Eier mit der Petersilie einfach so ein bisschen aufschlagen. Die Hähnchenbrustfilets werden jetzt erst ins Mehl, dann ins Ei eingetaucht und dann sofort in einer auf mittlerer Hitze vorgeheizten Pfanne in Olivenöl angebraten, so etwa 2 Minuten pro Seite. Na, schön ins Mehl tauchen. Dann durchs Ei ziehen. Und ab in die Pfanne. So, 2 Minuten pro Seite sollten wie gesagt reichen, weil in der gleichen Pfanne werden wir uns gleich die Soße ziehen und dann kommen die Filets nochmal in die Soße rein und können nochmal kurz nachgaren. Das sieht doch gut aus. Für die Soße schneiden wir uns ich habe hier eine süße Zwiebel, ihr könnt aber auch eine ganz einfache weiße oder gelbe Zwiebel nehmen, in kleine, feine Würfel. Und die werden dann in der Pfanne angeschwitzt. Das ist für mich jetzt auch der Zeitpunkt, wo ich die Kartoffeln aufsetze und die grünen Bohnen auf die Pfanne lege. Der Keim aus dem Knoblauch, den nehme ich immer raus. Das macht den Knoblauch einfach bekömmlicher. So, und dann wird der hier in sehr feine Würfel gehackt. So, wenn die Zwiebeln so ein bisschen angeschwitzt sind, werden die abgelöscht mit 100 Milliliter Weißwein. Und ich glaube, ich habe es bei meinem letzten Video erwähnt, man sollte nie einen Wein nehmen zum Kochen, den man nicht auch trinken möchte. Und heute habe ich hier ein Müller-Thurgau. Genau, ein halbtrockenen Müller-Thurgau vom Weinbau Dr. Lindecke. Und den kann ich nur empfehlen, der ist... Für einen Weißwein, ich mag ja sehr kräftige Weine, und für einen Weißwein ist der echt, mich haut der um. So, und hier löschen wir jetzt mal mit unserem Weißwein ab und geben 200 Milliliter Brühe darüber. Gut wäre eine Gemüsebrühe. Ich hatte jetzt hier eine Geflügelbrühe, die natürlich zum Hühnchen auch wunderbar passt. Das lassen wir jetzt ein wenig einkochen, so etwa 1/3 bis zur Hälfte reduzieren und dann schmecken wir das ab mit Salz und Pfeffer und binden das Ganze mit etwas Crème légère. Was zum Kochen jetzt noch rankommt, ist ein wenig Zitronenschale, die ich mir jetzt noch abreibe. Das andere halbe Bund Petersilie nehmen wir jetzt für die Soße, auch fein gehackt. Die Soße ist so ein bisschen einreduziert mittlerweile. Und jetzt gebe ich die Petersilie und den Saft so ungefähr von einer halben Zitrone dazu. So. Und dann wird die Soße mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und was jetzt noch fehlt, ist die Crème légère. Die jetzt eingerührt wird und die Soße so eine leichte Bindung gibt.
Böse Zungen behaupten, man könnte auch Butter nehmen, wenn Butter nicht so fett wäre. Lecker, lecker, lecker. So, da können jetzt unsere Hähnchenschnitzel, Hähnchenbrustfilets noch rein. Noch ein bisschen nachziehen. Und dann können wir anrichten. Ein bisschen eng da drin. Na dann, Prost und guten Appetit. Oh, der schmeckt aber, der passt super zum Hähnchen. So, dann bin ich gespannt. So zart. Und lässt sich mit der Zunge zerdrücken. Und ich liebe Bohnen im Speckmantel. Oh. Wenn ihr das schmecken könntet. Das ist so geil. Schön, dass ihr bis hierher mit mir ausgehalten habt. Das Gericht hat jetzt 8,5 Dienstag. Wahrscheinlich eher 8 als 9, aber rechnerisch sind es 8,5. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, abonnieren zu drücken und die Glocke, die erinnert euch, dass, wenn das nächste Video kommt, automatisch, dass da ein neues Video existiert. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.